Nikon und Red. Das sind zwei Namen, die man eigentlich aus unterschiedlichsten Bereichen kennt. Nikon als einer der größten Hersteller für professionelle Fotokameras und Red als Entwickler der beliebtesten Cinema-Kameras. Die schrittweise Annäherung von Nikon und Red in den letzten Jahren begann mit den ersten Red-Farbprofilen in Nikon-Kameras. Dann kam die allererste Red-Kamera mit Z-Mount, die Red Komodo. Und nun treten wir in eine neue Ära von Nikon und Red. Heute stellen wir euch die erste Nikon-Kamera mit Red-DNA vor, die Nikon ZR. Warum das hier wohl die professionellste Einstiegs-Cinema-Kamera ist und was der überraschende Preis damit zu tun hat, das klären wir in diesem Video. Nikon hat hier die Bedienelemente stark abgespeckt und auf das Nötigste reduziert. Generell wirkt die Kamera hier sehr aufgeräumt. Das liegt daran, dass die ZR eine All-in-One-Lösung alleine mit einem Body sein soll. Es soll kein Rig notwendig sein. Und das liegt unter anderem auch an dem neuen Display, aber dazu kommen wir gleich noch. Im Body schlummert ein stabilisierter, teilweise gesteckter 24,5 Megapixel Vollformatsensor, der unter anderem die 6K-Auflösung, 15 plus Stufen Dynamikumfang und dualer Base-ISO von 800 bzw. 6400 ermöglicht. 6K können wir hier bei maximal 60p in RAW ohne Crop aufzeichnen. Wer mehr Frames braucht, kann aber auch 4K 120p in RAW filmen, dann allerdings nur noch im Super 35 Crop. Natürlich ist bei der ZR aber auch Nikons aktuellster Autofokus an Bord und gerade in Kombination mit den Nikon Z-Optiken bleiben hier keine Wünsche offen. Wie warm die Kamera dann bei der Aufnahme wird und ob das zu Problemen führt, das werden wir in der Zukunft noch sehen. Nikon scheint hier aber bei ihren Tests bisher keine Probleme festgestellt zu haben. Der eigentliche Star ist hier aber nicht der Sensor, sondern das Display. Mit 4 Zoll ist das Display deutlich größer, als wir es von anderen Kameras kennen. Diese Größe brauchen wir aber auch, denn grundsätzlich läuft die Bedienung der Kamera sehr viel über das Touch-Menü. Hier ist der Ansatz also nicht, möglichst viele personalisierbare Knöpfe rund um das Gehäuse zu verteilen, sondern lieber eine einfache Bedienung über das Display zu ermöglichen. Das Display ist aber nicht nur groß, sondern gleichzeitig auch enorm hochauflösend. Mit 3 Megapixeln ist es rund 1,5-fach so hochauflösend, wie wir es von anderen Nikon-Foto-Flaggschiffen kennen. Es ist aber nicht nur die Auflösung, weshalb wir hier auf externe Monitore wie den Atomos Ninja verzichten können. Mit 1000 Nits Spitzenhelligkeit wird das Display wirklich für jede Situation hell genug. Und wir können unsere Bilder dank DCI-P3 Farbraum und 3D LUT Monitoring auch tatsächlich mal so richtig beurteilen. Auch das Format ist hier mal was anderes. Dank des 16:10 Formats rutschen Anzeigen aus dem Bild und wir können uns besser auf die Komposition konzentrieren. Aber warum heißt die Kamera jetzt eigentlich ZR? Naja, wie bereits erwähnt, bekommen wir hier sehr viel Red-DNA. Die Synergie zwischen den beiden Herstellern begann mit Red-Color-Profilen in den Nikon-Kameras, ging über eine Red Komodo mit Z-Anschluss für eine höhere Objektivkompatibilität und landet jetzt bei einer gemeinsam entwickelten Einsteiger-Cinema-Kamera. Konkret heißt das: Von Red bekommen wir hier die beliebte Color Science, Red RAW-Formate, 9 von Red entwickelte Farbprofile, verbesserte Sensortechnologie, insbesondere in Sachen Dynamikumfang und natürlich die Begeisterung für Digital Cinema. Nikon trägt hier in Sachen Image Processing, Autofokussystem, Objektiven und größeren möglichen Produktionsvolumen bei. So richtig spannend wird dann, was wir für Aufnahmemöglichkeiten haben. Wie gesagt, können wir mit der ZR in RAW aufzeichnen, insgesamt haben wir aber 7 verschiedene Formate. Mit ProRes, Nikon und vor allem Red RAW können wir hier 3 RAW-Codecs aufzeichnen und uns den passenden für unseren Workflow aussuchen. Gerade der Red RAW-Codec ist hier besonders spannend, denn der steht für eine sehr gute Farbwiedergabe und einen hohen Dynamikumfang. Neben RAW haben wir aber natürlich auch diverse komprimierte Formate in 8 oder 10-Bit. Falls einem das RAW-Format in der Postproduktion zu unhandlich ist, können wir hier neben der Hauptaufnahme auf die CF-Express-Karte auch eine Proxy-Aufnahme auf eine Micro-SD-Karte aufnehmen. Aber nicht nur das RAW-Video bietet hier viel Spielraum. Über den neuen smarten Interface Hot Shoe ist nämlich auch die Aufnahme von 32-Bit Floating Audio möglich. Wie in RAW-Videos bietet 32-Bit Floating Audio deutlich mehr Flexibilität in der Audioaufnahme. Zu laute Aufnahmen können gerettet werden, ohne es zu übersteuern, und auch zu leise Tonspuren sind locker wieder zu verstärken. Auch hier bietet die Kamera also professionelle Lösungen, die das Arbeiten als One-Man-Band vereinfacht. Die 32-Bit-Aufnahme ist beispielsweise auch mit dem neuen Nikon MED10 Aufsteckmikrofon möglich, das auch 3 verschiedene Aufnahmemuster bietet. Und auch über den 3,5 mm Klinkenanschluss haben wir durch einen Dual-AD-Wandler mehr Flexibilität. Warum haben wir sie aber am Anfang die professionellste Einstiegskamera genannt?
Die ZR ist die perfekte Kamera für diejenigen, die den ersten Schritt in den professionellen Cinebereich wagen wollen und noch die passende Kamera als Allrounder suchen. Für erfahrene Videografen und Content Creator eignet sich die Nikon ZR aber auch super als bezahlbare B-Cam. Vor allem für Red-User, die bereits treue Fans der Red DNA sind, aber etwas Handlicheres für ihre B-Roll-Aufnahmen suchen. Mit der ZR gelingt es dir selbst ohne Rig und viel Schnickschnack ein qualitatives Ergebnis zu erzielen. Falls man zukünftig aber noch mehr drumherum haben möchte, hat man natürlich ebenfalls die Möglichkeit. Als kompakter und starker Allrounder bietet sich die Nikon ZR sehr gut an. Egal ob für Cinema, Commercials, Dokus, Musikvideos oder Hochzeiten. Und das alles für ein UVP von 2.349 € ist echt eine Kampfansage. Jetzt, wo Cine-Kameras voll im Trend liegen, sehen wir in kurzer Zeit einige neue Kameras von vielen Herstellern, die ganz klar die schnell wachsende Zielgruppe an Videobegeisterten ansprechen sollen. Und Nikon hat hier mit ihrer ZR nun ihren eigenen Alleskönner ins Rennen geschickt. Aber was hältst du jetzt von der ZR? Und wie siehst du sie im Vergleich zu ihren vielen Konkurrenten? Fehlt hier irgendwo ein Feature? Schreib es uns gerne unten in die Kommentare. Und vergiss natürlich nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts weiteres mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.